wenn sie nicht alle 2 Tage Sex hat oder jeden Tag Sex bekommt, dann würde sie die Beziehung in Frage stellen. Dann kam sie zu mir und riss mir die Decke weg, stellte sich aggressiv vor mich, während ich im Bett lag, und das war für mich schon sehr bedrohlich. Er will anonym bleiben. Wir nennen ihn Marco. Der Mann hinten im Bild will über ein Thema sprechen, das bisher kaum Beachtung findet. Häusliche Gewalt in Beziehungen, aber gegen Männer. Die hat Marco erfahren, sagt er, gleich von 2 seiner Ex-Partnerinnen. Mit letzterer ging es besonders weit. Es ging so los, dass sie mich zum Beispiel anrempelte oder im Streit sich vor mir aufbaute und drohte, mir eine Ohrfeige zu geben. Manchmal tat sie das auch, woraufhin ich sie dann wegschubste. Sie flippte ganz oft aus, während die Kinder dabei waren. Das war für mich so das Schlimmste. Es kam auch mal dazu, dass sie mich infolge von so einem Gerangel in den Arm biss, wo dann 2 Zähne zu spüren waren, also 2 Abdrücke. Irgendwann weiß Marco, so geht es nicht weiter. Seine Partnerin zieht aus, sie vereinbaren, sich nicht mehr gleichzeitig in der Wohnung aufzuhalten, wenn sie etwa Sachen dort abholt. Dann, erzählt er, sei sie in seiner Anwesenheit erschienen, habe ihn vor seinen Kindern angeschrien und beleidigt. Dann eigentlich jeden Tag Angst gehabt, das waren ein paar Monate, dass sie dann wiederkommt, und habe dann immer zum Fenster rausgeschaut, ob sie kommt, und das war für mich eine sehr belastende Zeit, weil ich in meiner eigenen Wohnung nicht sicher war. Bei Freunden und Familie habe sie gezielt Lügen verbreitet. Fremde hätten ihm und seinem Kind sogar aufgelauert. Verständnis bekommt er von seinem Umfeld nur wenig. Viele sagten, ja, das ist doch normal in der Partnerschaft. Das hat mich irgendwie erschreckt, zu denken, dass so eine Gewalt so alltäglich zu sein scheint. Manche haben gesagt, das ist ja schrecklich. Andere haben gesagt, ja, dann bist du selber schuld, wenn du dir so eine Frau suchst. Marco hält das alles nicht mehr aus. Er leidet unter Schlafstörungen und enormem Stress. Teile seiner eigenen Familie verdächtigen ihn, seiner Partnerin Gewalt angetan zu haben und nicht andersrum. Er zieht in ein anderes Bundesland. Situationen wie seine gibt es viele, sagt Männerberater Boris von Hesen. Es ist ein großes Tabuthema. Ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass der Großteil der Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, nämlich über 80%. Aber knapp 20% sind Männer Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und die meiste Gewalt gegen Männer in Partnerschaften geht von Frauen aus. Es passiert relativ häufig, dass Gegenstände geworfen werden, dass die Wohnung abgeschlossen wird und der versteckt wird, weil die Frau nicht möchte, dass sich der Mann der Situation entzieht. Aber es gibt auch solche Fälle, und die gehen irgendwann natürlich ans Eingemachte. Es ist eine Form von psychischer Gewalt, wenn der Mann konsequent kontrolliert wird, wenn immer wieder angerufen wird, wo bist du, was machst du, warum bist du nicht dort, warum machst du nicht das. Männer würden solche Übergriffe dann oft nicht als Gewalt wahrnehmen. Schuld daran sei auch ein trügerisches Bild davon, wie ein Mann zu sein habe. Wir lernen von klein auf, wenn wir als Jungs im Kindergarten sind, in die Schule kommen, in Sportvereinen, in der Ausbildung, in der Arbeit, unsere Gefühle zu ignorieren, wegzudrücken, unsere Angst, unsere Trauer, unsere Traurigkeit. Und wir haben auch kein Netzwerk, um diese Gefühle benennen zu können, besprechen zu können, ganz anders als Frauen. In einigen Bundesländern gäbe es deshalb Männerschutzräume, also Wohnungen für misshandelte Männer, wie es sie bereits für Frauen gibt. In Hessen suche man solche bisher vergebens. Die erste und wichtigste Forderung ist, dass wir als Pilotprojekte 2 Gewaltschutzwohnungen in Hessen bekommen, eine in Nordhessen, eine in Südhessen mit insgesamt 4 Plätzen. Wir fordern, dass es männerspezifische Beratungsangebote gibt, dass entsprechende Fachkräfte in den schon vorhandenen Beratungsstellen, aber vielleicht auch in neuen Beratungsstellen Männer beraten, die Gewalt erfahren. Auch Marco suchte sich Hilfe bei einer Männerberatung, die er über den Weißen Ring vermittelt bekam. Die und der Umzug halfen ihm aus der Krise heraus. Ich habe tolle Freunde gefunden und auch für mein Kind tolle Familien. Wir sind sehr gut angekommen. Ich habe für mich dann gelernt, unter anderem auch durch meinen Coach, dass ein starker Mann vor allem auch seine Gefühle selbst durchlebt und nicht verdrängt. Und dadurch eben auch stark ist, dass er eben seine eigene Liebe auch erlaubt im Umgang mit anderen. Und natürlich ist man auch immer Beschützer, aber das sollten Frauen auch sein.